Ja Freunde, heute gibt's endlich den Bau von diesem Damast-Klappmesser zu sehen. Und zwar angefangen vom Schmieden des Damasts bis hin zum Gießen der Bronze, alles in einem Video. An diesem Projekt inklusive dem Videoschnitt habe ich insgesamt über 100 Stunden gearbeitet. Es würde mich deshalb sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit euren messebegeisterten Freunden teilt und mir Bewertungen und Kommentare oder für die neu sind, ein kostenloses Abo dalässt. Mir ist natürlich bewusst, dass für den Bau eines solchen Messers sehr viel Geschicklichkeit und natürlich ein Haufen an Werkzeug notwendig ist. Ich habe das jedoch auch hiermit zum ersten Mal praktisch als Anfänger gemacht und insofern ist es auch zum Nachbauen gedacht. Man muss die Bronze ja nicht selber gießen und man muss auch nicht mal schmieden, wenn man das Messer zum Beispiel aus Flachstahl baut. Ich habe euch deshalb einen PDF-Plan vom Messer gezeichnet. Wie ihr den kostenlos bekommt, das erfahrt ihr am Ende vom Video. Zu viel finales Filmmaterial will ich euch jetzt aber nicht spoilern. Mehr davon gibt es am Ende. Und damit hätte ich gesagt, los geht's! Das Damastpaket besteht aus denselben Stählen wie bei meinem letzten Damastmesser. Generell, wer mehr Infos zum Damastschmieden sucht, dem empfehle ich das Video auf jeden Fall. Ich verlinke es euch am Ende. Ich möchte nämlich nicht alles hier nochmal erklären. Als Flussmittel verwende ich hier wieder das gute alte Borax, das hilft einem schon enorm. Die Lagen kleben auch hier immer super zusammen, sofern die Temperatur hoch genug ist. Das Borax sollte man danach unbedingt abbürsten, sonst frisst es einem das ganze Damastpaket weg. Jetzt geht's ans in die Länge schmieden. Ohne einen maschinellen Hammer ist es aber eine sehr schweißtreibende Arbeit, aber das wird sich in Zukunft vielleicht einmal ändern. Am Ende sollte man das Ganze plan schmieden, damit man es besser stapeln kann. Der Pedalhammer ist hierfür super geeignet. Den Damast habe ich dann blank geschliffen und gefünftelt. Damit komme ich von den anfänglich 8 Lagen jetzt auf insgesamt 40. Das ganze Prozedere wiederholt man dann noch einmal. Um das Paket in die Länge zu schmieden, verwendet man am besten die Kante vom Amboss, dabei erzeugt man den höchsten Druck. Durch nochmaliges Fünfteln komme ich jetzt auf insgesamt 200 Lagen. Bei meiner selbstgebauten Schmiedeesse kann ich die Luftzufuhr runterregeln, wodurch das Damastpaket weniger stark oxidiert. Für den sogenannten Regentropfen-Damast habe ich dann Löcher in die Oberfläche gesenkt und das dann wieder ausgeschmiedet. Dadurch entstehen später die jahresringähnlichen Muster im Damast. Trotz vorherigen Weichglühen kam ich dann mit meinem Bohrer überhaupt nicht voran. Ich habe die Löcher deshalb teilweise sogar im glühenden Zustand gebohrt. Den Bohrer kann man danach sicher wegschmeißen. Ich wusste mir da einfach nicht besser zu helfen. Später habe ich gelesen, dass es teilweise mit angeschliffenen Steinbohrern sehr gut funktionieren soll. Oder wenn man eine gute starke Tischbohrmaschine hat mit geringer Drehzahl, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Nach dem Bohren oder Senken der Löcher habe ich das Ganze wieder flach auf ca. 2 mm ausgeschmiedet. Fun Fact: Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, was ich aus dem Damast bauen soll. Wie ich die Teile ausgeschnitten habe, hatte ich natürlich schon einen groben Plan.
Teile habe ich dann erst einmal einseitig plan geschliffen, die zweite Seite folgt dann später. Die Griffhälften wollte ich aus Bronze schmieden. Das hat, sagen wir mal, nicht ganz so gut funktioniert. Das war wahrscheinlich auch daran gelegen, dass es eine Gussbronze ist. Gussmaterialien lassen sich ja generell nicht schmieden. Ich habe die Bronze dann also einfach gegossen. Der erste Versuch war dabei viel zu unsauber, deshalb habe ich für den zweiten Versuch einfach ein Formrohr als Gussform genommen. Das hat super funktioniert und die Bronze ließ sich da auch relativ einfach wieder herausklopfen. Die Bronze habe ich dann halbiert und auch erstmal nur einseitig auf den Bandschleifer flach geschliffen. Um die zweite Seite genau parallel zu schleifen, habe ich mir dann nämlich eine Vorrichtung gebaut. Und zwar habe ich mir so eine Schleifwalze auf der Drechselmaschine selber gedrechselt, mit Körnung 80er Schleifpapier beklebt und so einen einfachen Flächenschleifer gebaut. Davon muss vom Werkstück erst nur eine Seite plan sein. Die plane Seite wird dann auf einen dünnen parallelen Holzstreifen mit Superkleber geklebt und das Werkstück dann immer wieder unter der Schleifwalze hindurchgeschoben. Das funktioniert prima, man bekommt dabei echt parallele Flächen, dabei fällt aber auch einiges am Bronzestaub an. Auch die kleinen Damastgriffstücke sowie die Klinge und den Speerhebel habe ich auf diese Weise parallel geschliffen. Spätestens jetzt wird es dann Zeit, den Mechanismus und die Form genauer zu planen. Dann habe ich die beiden Bronzeteile mit der Flex grob ausgeschnitten und die beiden Hälften über Klebeband und Sekundengeber miteinander verklebt, sodass man die später auch wieder leicht trennen kann. Dadurch werden jetzt beim Schleifen auf dem Tellerschleifer die beiden Teile exakt gleich. Auch all die kleinen Damastteile habe ich so aufgeklebt und verschliffen. Dann habe ich auch schon einige Löcher gebohrt. Das Achsloch für die Klinge und das Achsloch für den Hebel müssen dabei wirklich exakt gebohrt sein. Der Schließhebel besteht übrigens auch aus demselben Damast. Dann folgen all die Verbindungslöcher für die Griffhälften sowie 2 Löcher ganz hinten, um die Bronzeteile später miteinander zu verbinden. Das Klingenachsloch bekommt ein M6-Gewinde, das muss aber nur in einer der beiden Hälften vorhanden sein. Alle Löcher für die Griffhälften habe ich mit M4-Gewinde gebohrt und die 2 Verbindungslöcher ganz hinten am Messer sind mit einem M3-Gewinde versehen. Durch den Trick mit dem Klebeband kann man dann beide Hälften ganz easy voneinander trennen. Alle Löcher sind dadurch auch exakt übereinander. Beim Feilen des Mechanismus geht es um Hundertstel Millimeter und man muss dabei wirklich präzise arbeiten. Schließlich soll die Klinge ja später wirklich fixiert sein und nicht Spiel haben oder wackeln. Ganz fertig gefeilt wird der Mechanismus aber erst nach dem Härtevorgang. Der Klingenanschliff erfolgt bei mir per Hand und Feile, das ist für mich am genauesten. Nur um eine gerade Kante zu erhalten, verwende ich auch diesen kleinen Bandschleifer. Der Mechanismus und das Bohrloch muss beim Härten unbedingt vor Oxidation geschützt werden, deswegen ummantle ich das Ganze mit diesem Feuerkleber. Auch die kleinen Teile werden gehärtet, dadurch ist das Messer später auch resistenter gegen Kratzer und ich habe mir sagen lassen, dass sich gehärteter Damast auch wesentlich besser ätzen lässt. Gehärtet habe ich wie immer mit normalem Speisefett. Die Klinge muss unbedingt vorher spannungsarm geglüht werden, dafür habe ich sie ganz langsam in der Esse über 2 Stunden heruntergekühlt. Danach habe ich sie erneut aufgeheizt, ungefähr 2 Minuten bei der passenden Temperatur gehalten und dann schnell ins Öl getaucht. Möglichst zeitnah sollte man die Klinge dann auch bei ungefähr 200 Grad im Backrohr anlassen, damit nicht eventuell noch Risse entstehen. Das Anlassen erfolgt bei ungefähr 190 bis maximal 200 Grad, das Backhändel dahinter im Rohr stört das wenig. Die Klinge darf jetzt beim Schleifen auf keinen Fall mehr zu heiß werden oder gar blau anlaufen, dabei verliert sie nämlich dann wieder an Härte. Per Handschleifen geht's dann bis zur Körnung 500.
Dieses Geweih hing einige Jahre auf meinem Baumhaus als Kleiderhaken. Es dürfte aber irgendwann einem Eichkätzchen sehr geschmeckt haben, insofern ist es nicht so schade, das jetzt für das Messer auseinanderzuschneiden. Macht auf keinen Fall denselben Fehler wie ich und zeichnet mit Edding auf dem Geweih an. Der Edding saugt sich nämlich so ins Geweih hinein, dass man das auch mit Aceton nicht mehr wegbekommt. Auch hier habe ich mit der Aufklebermethode die Form zugeschliffen und die Löcher gebohrt. Geweih lässt sich mit der Feile auch richtig toll bearbeiten und es ist um einiges widerstandsfähiger als Holz. Das Anpassen von dem Geweih an den Damast erfolgt sehr, sehr vorsichtig, damit da später kein Spalt entsteht. Als Feder für den Mechanismus verwende ich diese Spannfeder, die habe ich irgendwann mal aus einem Rasenmäher ausgebaut. Da sollte aber eigentlich jeder federharte Draht funktionieren. In dieses kupferne Distanzstück, das übrigens auch genauso dick sein muss wie die Klinge oder der Hebel, wird die Feder dann einfach eingepresst. Die Innenseite der Bronze habe ich dann auch poliert, damit später nichts reibt oder kratzt. Selbiges gilt natürlich auch für die Klinge und für den Hebel. In eine der beiden Griffhälften habe ich dann die Drehachse für die Klinge fix eingelötet. Dann wird alles nochmal geschliffen und natürlich auch die Kanten poliert. Auch der Hebel, der jetzt genau auf die Klinge gefeilt ist, wird natürlich poliert. Alle Damastteile habe ich dann gründlich im Acetonbad entfettet und alle heiklen Stellen wie gebohrte Löcher oder für den Mechanismus habe ich mit Nagellack lackiert. Auch die Innenseite der Damastgriffteile muss natürlich nicht geätzt werden, auch die habe ich lackiert. Dann habe ich mit Eisen-3-Chlorid geätzt und das Ganze natürlich in Backpulver wieder neutralisiert. Nach einem kurzen Polieranschliff mit der Körnung 1000 kommt das Ganze dann in ein Bad aus Löskaffee für ungefähr 2 Stunden. Dadurch wird noch ein extrem dunkler Kontrast auf das Damast geätzt. Auf etliche Stücke eines dicken Kupferdrahtes habe ich dann M4 Gewinde geschnitten, die dienen später, um die Griffhälften zu montieren. Die Klinge wird auf den eingelöteten Stift aufgesteckt und die zweite Griffhälfte aufgeschraubt. Der Distanzhalter aus Kupfer kommt hinten hinein und wird mit 2 M3 mm Schrauben fixiert. Dann kommt der Hebel. Als Achse verwende ich hier einfach ein abgeschnittenes Stück des 2 mm Bohrers. Die Kupferstifte werden eingeschraubt und alle Einzelteile mit 2 Komponentenkleber drüber gesteckt. Ich finde, der Regentropfen Damast ist richtig toll geworden.
Die Klinge sitzt sehr fest, hat kaum Spiel nach oben oder unten oder nach links und rechts, lässt sich jedoch dennoch sehr leicht bewegen. Geschlossen hält das Messer sehr fest von selbst, einfach durch die Reibung. Den Damast zu schmieden ist für dieses Projekt nicht die große Herausforderung, viel anspruchsvoller ist es, den Mechanismus genau hinzubekommen. Das Klickgeräusch ist hierbei das Goal to Achieve, trotzdem darf dabei natürlich nichts wackeln. Da mein Geweih sehr klein war, konnte ich die Geweihstücke nur sehr dünn machen, wodurch die Bronze um einiges zu dick geworden ist. Beim nächsten Messer möchte ich die Bronze auf jeden Fall um einiges dünner gestalten. Die Form ist, finde ich, perfekt gelungen und das Messer ist auch super scharf. Kurz vor dem Zusammenbau habe ich die genaue Form aller Einzelteile mit Bohrlöchern abgezeichnet. Ich werde euch da einen PDF-Plan zusammenstellen, den ihr dann auf meiner Webseite herunterladen könnt. Momentan gibt es diese Website aber noch nicht. Sollte es irgendwann soweit sein, so wird die auf jeden Fall unterhalb von diesem Video verlinkt sein. Und ich werde euch dann im aktuellen Video auch natürlich Bescheid geben. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Anschauen. Teilt das Video gern mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Für die, die neu sind, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Liken und kommentieren nicht vergessen. Und damit bis zum nächsten Mal.